Ich freue mich sehr, Andreas Müller zu sprechen. Ein ganz strenger Zen-Meister der alten Schule, bei dem ihr gut aufpassen müsst, dass ihr die richtigen Bewusstseinsstufen durchlauft, um nicht irgendwie was daneben zu meiern. So, ne? Genau. Da heißt es strict, denn wenn man da etwas falsch macht, dann kann das ganz schnell schief gehen und dann landet das nicht in der richtigen, ne, dann sind wir nicht in der höchsten Bewusstseinsebene, wo wir alle hinwollen. Oder habe ich da irgendwas falsch? Nee, das war wirklich 1:1 genauso wie es ist. Fast noch ein bisschen zu soft, weil äh, Ja, okay. da ist das Schwert der Präsenz ist allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Genau. Deswegen bin ich sehr froh, jetzt mit dir persönlich sprechen zu können. Deine Webseite schon mal, um die vorzustellen, The Timeless Wonder, Genau, ja, habe ich dich gefunden. ja, cool. Und da gibt es auch schon, ich sehe dann, aber das machen wir, glaube ich, am Ende nochmal, ne? Was als nächstes kommt. Ähm, Du hast ja auch Bücher rausgebracht, Mhm, viele, ne? mhm, Und was mich besonders beeindruckt hat, ist 11 Sätze von Meister Eckhart. Das ist Äh, ganz, ganz cool geworden, ja. äh, das klingt richtig tasty, muss ich Ja. sagen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht eins, ja gut, das ist auch dein wahrscheinlich neuestes, ne? Ja, ist das Neueste. Ich meine, das ist ja ganz dünn, das ist fast mehr so ein Heft, aber ich finde es Oh. auch ziemlich cool eigentlich, ja. Ja, auf den Punkt, ne? Gut. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute, die jetzt auf dieses Video stoßen werden, dich schon kennen. Ich Mhm. vermute mal die meisten wahrscheinlich, ne? Die werden danach googeln, aber who knows? Also insofern würde ich ganz gerne bei dir in etwas, wo bisher wenig Detail drin war, in die Biografie mal einsteigen. Ja, okay. In die Geschichte Ja, ja. sozusagen. Ähm, Ich habe da eben noch in Erinnerung aus den Talks, also das ist bei mir hängen geblieben, dass es bei dir ein langsamer Shift war, der sich über so 2 Jahre oder so hingezogen hat und kaum Ja, merklich. Ne? ja, Das auch eher ist ja nicht so häufig so zu hören. So oft haben wir so radikale Dinge, wo man da irgendwo, wow, so Effekte. Ähm, Das war bei dir langsam. mhm. Ähm, ja, jetzt möchte ich aber nicht weiter brabbeln, ne? Sonst nehme ich dir den Raum weg. Genau, also so, genau, das wäre im Prinzip die Story. Ich meine, ich hatte in den Jahren davor, hatte ich auch solche, ja, so, eher so zack, wo dann niemand da war und das dann schon Ach, ein das war davor schon bisschen, mal da, so ja, solche ja, genau, zackigen Dinge. genau, Ja, ja, so wie genau. Vorankündigungen. Ja, so würde Ah, ich nicht sagen, weil natürlich, ich kenne viele Leute, die diese Löcher haben, ja, ja, die eins hatten oder mehrere oder das immer wieder kommt, ja. oder das quasi auch wie so hin und her wechselt so ein bisschen. Das heißt, es ist gar nicht wirklich eine Vorankündigung oder ein Zeichen. So würde ich gar nicht nennen, sondern das kann halt einfach passieren sozusagen, scheinbar im Leben, dass man solche Löcher im Ich-Erleben hat. Also nicht wie so eine Frau, die schwanger ist, Ne, ne, wenn genau. die in den Ne, Wehen ne, ne, liegt ne, und dann das sich irgendwie eine Geburt ankündigt, so nicht ja, jetzt. ne, das ist die Hoffnung, dass man da in so 'nem linearen oder zumindest in so 'nem Prozess ist, der zumindest 'ne Richtung hat mit so Mit 'ner dem man was Welle. anfangen kann oder so. Genau, ne, das gibt's nicht wirklich. Ja. Wahrscheinlich Ähm, gibt es dann auch Menschen, die das ja auch, nee, klar. Ich hatte früher in Foren viel Kontakte gehabt und da gab es ja auch viele Leute, die sagen, das habe ich dann irgendwann mal gehabt und danach kam gar nichts mehr, ne? Einfach nur die normale Ego-Story wurde dann genau, fortgesetzt. Ja, genau, ja. genau. Ähm
Und diese letzten 2 Jahre, das war, ich meine, es ist natürlich auch eine Geschichte, ne? Ja. Ja, wir Ähm, markieren das ja auch, ne? Also das muss man ja, ja. genau. Ähm, und diese letzten 2 Jahre, das war natürlich nicht mein Erleben, dass ich am Wegschmelzen bin oder dass dieses Ich-Erleben, eigentlich kurz davor ist, aufzugeben oder nicht mehr da zu sein, sagen wir so. Das war mir in diesen 2 Jahren nicht klar. Das ist Ja, auf eine Art eine Story, die ich rückblickend erzählen kann. ja. Ja, Was mich natürlich dann jetzt interessiert und vielleicht auch viele andere neugierige Egos ja. interessiert, ist, was du, was für Dinge haben dich damals interessiert oder gab es da bestimmte Richtungen? Na ja, ich hatte davor ja so eine relativ intensive spirituelle Suche Ja, und ja. ein Großteil hat in diesem Satsang-Bereich stattgefunden. Hm. Und in den letzten 2 Jahren ist eigentlich diese Sucherenergie ziemlich weggefallen und zusammengeklappt. Also unmerklich sozusagen. Auf eine Art unmerklich, auf eine Art war halt einfach immer weniger Suche da Mhm. und immer weniger jemand sein. Was mich in dieser Zeit ja interessiert, ist schwierig, aber wo ich mich da im Prinzip so verbunden gefühlt habe, in Anführungszeichen, war Tony Parsons und Ja, ja. fast weniger Tony als Mensch sozusagen, wie ich das von früher kannte, aus dieser Satzangszeit, sondern tatsächlich einfach das, was gesagt wurde. Irgendwie hat sich diese Botschaft so scheinbar in mein Leben rein vibriert. Schön, schön formuliert. So, Das war jetzt spontan wieder, ne? ja, ja, Das kommt ja einfach so. genau. Ja. Genau, da hat, während sie in mein Leben vibriert ist, mich ausradiert sozusagen, Meine Güte. nebenher, unmerklich. Mhm. Was ich im Alltag gemacht habe, war natürlich einfach irgendwie mein Leben weitergelebt. Ich meine, dieser spirituelle Inhalt ist weggefallen, Mhm. was vorher irgendwie, ich sage mal, der Inhalt meines Lebens war. Und Ja. dann habe ich versucht, so ein bisschen mehr, also auch nicht wirklich, das wahrscheinlich halbherzig auf eine Art, aber irgendwie wieder mehr in der Welt sozusagen meinen Spaß zu finden, mal wieder mehr auf Geldverdienen zu achten und, Mhm. vielleicht auf Partys gehen, ein entspanntes Leben in der Welt zu haben. Spannendes, normales Leben. Das Es ist das, wo ich mich gerade wiedersehe. Da höre ja, ich mich sehr, sehr drin wieder. Ne? Das ist da, wo ich gerade bin. Ja, dass man dann irgendwo fast schon wieder dem ein bisschen den Rücken kehrt. Ich glaube, das haben viele wahrscheinlich. mhm. Aber so trotzdem noch so drauf springst, ob da noch irgendwas kommt oder so, vielleicht. Genau, also natürlich war da immer noch jemand, der mit diesen gleichen alten Ideen rumgelaufen ist von: „Es gibt so was wie wahres Glück und es gibt eine richtige Art zu leben, eben entspannt und relaxed." Und das war aber schon alles natürlich von diesen spirituellen Ideen durchzogen mit im Moment sein und nicht so viel nachdenken und aber eben immer Ja, jemand, der das machen kann. ja. Und kann man sagen, durch diese spirituellen Dinge, die du dann durchlebt und erfahren hast, oder auch zunächst, also bei mir war das so, zunächst ist es erstmal sehr theoretisch alles und dann versucht man das vielleicht praktisch umzusetzen oder so etwas. Oder wie? Ja, genau. Ja, für mich war das immer eher praktisch, muss Ja. ich sagen. Ah, ja. Insofern, weil ich meine, meine Suche bestand vor allem daraus, mich wirklich gut fühlen zu wollen. Hm. Konzepte haben mich natürlich auch interessiert, klaro. Hm. Aber für mich war es schon immer wichtig, dass es fühlbare Resultate gibt. Ja, ja, ne? Also, Ja. insofern hat mich auch dieses Advaita Hm. hat mich gar nicht so wirklich interessiert, diese Konzepte oder diese Theorie. Das kam mir in meinem Erleben immer viel zu abstrakt vor. Ich wollte Hm. irgendwas machen können und mich danach toll fühlen, Mhm. sozusagen. Das war mir viel wichtiger eigentlich. Und gab es da besondere Dinge, die
wo du das Gefühl hast, da hast du sehr mit resoniert? Sagen wir mal, vor Tony Parsons würde mich interessieren. Zum Beispiel, was gab es da irgendwelche Dinge, von denen du gesagt hast, das hat mir im Leben weitergeholfen damals? Naja, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil Ja. damals hatte ich natürlich den Eindruck, dass mir Dinge weiterhelfen. Ja, Ganz ja. klaro. Also, ähm, das ist nur schwierig, das jetzt so. Klar, ich meine, ich habe eine ganze Zeit lang Rebirthing gemacht, was Mhm. mich allerdings auch so ein bisschen aus so einer Zeit, wo ich ziemlich viel Substanzen konsumiert habe, das hat mich da ein bisschen auf die Erde zurückgebracht. Das fand ich natürlich hilfreich. Also sorry, das Rebirthing hat dich zurückgebracht auf die Erde und die Ja, in die Substanzen, die haben dich Gefühle und high, da konntest du fliegen. Und dann konntest du wieder dich erden. ja, genau, Ah genau, ja. nach so ein paar Jahren so. Ja. Und dann habe ich das Rebirthing gemacht, das habe ich ja sehr hilfreich empfunden. Ah, Ähm, toll. Und und dann tatsächlich Satsang diese, damals mit Samarpan damals. Viele ja, Jahre, das ist, ja, was mir das hat er auch schon. Ja, das habe ich als sehr hilfreich empfunden damals. ja. Ah ja. Und Substanzen? Was, so LSD oder? Ja, alles Also, Mögliche. Ja. mutig. Von der mutigen Fraktion finde ich jetzt gerade, ne, weil ich habe ja Respekt vor solchen Substanzen. Ja. Ja, es hat mir damals zu viel Spaß gemacht, als das Mut, dass es Mut gebraucht hätte. Okay. Mut war mehr, wenn es wieder in den grauen Alltag zurück. Ja, sowas, genau. Das war eher das Schwierige. Genau. Ja, verstehe. Ja. So, und dann bist du, das freut mich gerade sehr, das mal so zu hören, weil ich sehe dich ja immer in diesen Live-Chats bei Wolfram Umlauf und Mhm. da will man sich manchmal so einhacken, aber da kommt mir das so vor, als ob, wenn ich da so eine Frage stelle, kommt man nicht in diesen Flow rein, ne, wie wir den jetzt Mhm. gerade haben. Ja. Und da kann man auch die Fragen nur so sehr abstrakt dann meistens stellen. Ähm, also, die Tony Parsons Geschichte, ich glaube, das ist ja, man könnte sagen, das ist schon ein ja, Meilenstein, will man jetzt auch vielleicht nicht sagen, ne? Aber irgendwie schon, ne? Das ist irgendwie, da hat sich was. Wie war das für dich? Warst du zuerst zum Beispiel, viele beschreiben, total frustriert von dieser Message? Ähm, eine Nacht lang, nur Ah. eine Nacht. Ja, ist und natürlich war ich danach auch immer wieder frustriert, einfach aus meinem Erleben raus. Jedes Ich ist frustriert. Als Ich ist man immer wieder frustriert Ja. oder crasht immer wieder. Ähm, ich meine, es ist so, ich bin da eigentlich ähm, für mich war die spirituelle Suche eigentlich am Zusammenbrechen, Zusammenbrechen. vorher schon. Und Ja. ich war so froh, dass Mhm. ich gefühlt nirgendwo hin musste, zumindest für 'ne Zeit lang. Ich war irgendwie froh, nachdem ich jahrelang unterwegs war und immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwo hin, ich muss was machen. Also, ganz konkret auch zu Mhm. zu 'ner Veranstaltung war ich eigentlich ganz glücklich zu dieser Ja. Zeit sozusagen. Ich war 'n glückliches Ich. Ich habe mich sehr frei gefühlt. Wow. Und irgendwann hatte ich dann aber wie gesagt, man ist in dem Alltag, man guckt ja dann trotzdem immer 'n bisschen, was ist so los und so. Wobei ich mir eigentlich nie Videos angeschaut habe. War damals auch noch nicht so groß. Und irgendwie hatte ich dann ist irgendwo mal so 'n Video vom Toni aufgepoppt, wahrscheinlich bei Jetzt TV oder so. Und das habe ich angeschaut und irgendwie fand ich das spannend. Ich Mhm. kann's gar nicht genau sagen. Das war jetzt gar nicht so: „Boah“ und „Wow“ Mhm. und aber irgendwas wie gesagt, ich hatte eigentlich nicht vor, irgendwo hinzugehen, so. Ja, verstehe. Und aber irgendwas war da doch cool. Irgendwas war da spannend. Magnetismus. Und, Das schwarze Loch zieht dich an, ne? im ersten Moment denkt natürlich auch: „Ja gut, irgendwie kenne ich das ja auch schon, habe ich ja alles auch schon mal gehört gehabt“, so ähnlich zumindest. Na ja, auf jeden Fall bin ich dann hingefahren, war 3 Wochen später in der Nähe. Nach England. Ne, da war Das war der hier. genau, ich habe in Stuttgart gewohnt zu der Zeit, oder ich war grade in
Da war ich. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Ja, ich war dann in München. ja. Genau, und in der ersten Nacht, nach dem ersten Talk, hat es mich schon sehr gewurmt, Hm. dass da irgendwie dieser Mann war, der die ganze Zeit Sachen sagt, die ich theoretisch wissen müsste aus meiner spirituellen Zeit und ich aber überhaupt nichts verstanden habe. Uiuiui. Das, ja, das hat mich gewurmt und am Hm. nächsten Tag war es, aber es waren 2 Tage, wo ich da war das dann schon anders. Ja. Ja, und ja, da kann man sagen, es war schon so ein Shift, der ja langsam. Ich meine, ich bin also der erste Sprecher, auf den ich vor 20 Jahren, muss man sagen. Ich habe keinen Fortschritt da bis jetzt gemacht. Ja. Also, das ist bei mir, das hat sich dann nicht. Ich ja auch nicht. Ach so, okay. Ja, das ist ja gut. Phew. Ja, also. Ja, das war Karl Renz. Mhm. Ähm, Und also er spricht ja auch davon, dass bei ihm klingt das nochmal ein bisschen anders, die Message. Vielleicht, als ob da eine Variante reinkommt oder so, aber auch im Prinzip diese Hoffnungslosigkeit. Ähm, Er betont ja nicht, dass da jetzt irgendwie niemand da ist, aber dass das, so wie du manchmal sagst, eher, ich glaube, das würde eher, also konzeptuell jetzt, ne, vielleicht ein bisschen damit Mhm. übereinstimmen, dass du sagst, es ist nicht etwas, Mhm. es ist irgendwas Undefiniertes ist oder so. Ähm, und überhaupt alles, ne? Also alles ist undefiniert, demnach. Genau, also es gibt nicht das, was passiert und irgendwas Undefiniertes, sondern das ist eigentlich das Undefinierte. Hm. Ja, Und die Definition davon ist geträumt oder die Erfahrung davon ist geträumt. ah, ja. Ja, gut. Also, ähm, jetzt habe ich mir mal ein paar Sachen, jetzt, weil ich weiß, sonst werde ich die bereuen, wenn ich mir die nicht aufschreibe. Natürlich ist es irgendwo verführerisch. Ich bin ein bisschen gesplittet. Eigentlich wäre es schön, einfach jetzt so richtig mich frei zu lassen und mit dir Ja, ne, darüber zu quatschen. Aber sonst würde ich es bereuen. Ne? Und dann, deswegen habe ich mir ein paar ja. Sachen aufgeschrieben. Ist natürlich, dann bringen wir ein bisschen was Künstliches hier rein. Also, das, das Ego. Das ist so eine Frage, die ich mir seit Längerem gestellt habe. Vielleicht sind das 2 verschiedene irgendwie Bereiche oder sowas. Bin fasziniert davon mit dem Versuch, das Ego irgendwie zu definieren. Ja. Äh, also und, okay, jedem das Seine, ne? Alright. Go for it. Also, und, ja gut, was ich bisher so gehört habe, da klingen 2 Arten von Ego-Definitionen durch. Das eine, das Ego als Marionette, also irgendwie ein Programm, was hier so abläuft. Alex, der hier gerade spricht, wie so ein Roboter quasi, ne? Der Mhm. genauso programmiert ist, jetzt das zu sagen. So, das wäre das Ego als, ja, als Marionette quasi, die bewegt wird, wenn man so will, bis man plötzlich in so eine Art Zeugenbewusstsein tritt und dann sieht, das Ding geht von alleine. Ähm, so. Und die andere Ego-Definition wäre so, gemäß dieser Marionettendefinition, wenn ich die dann jetzt weiterdenke, wäre das so, das Ego ist danach, wenn, also nach dem Erwachen oder so, Ja. ist das Ego, würde sich der Charakter in gewisser Weise ändern. Dieses Body-Mind-Organismus, der würde dann irgendwie entspannter oder so etwas in der Art, spontaner, definitiv, weil es ja keine Zukunft mehr gibt. Ähm, Mhm. Das wäre das Ego als Marionette. Demgegenüber stelle ich das Ego als noch nicht mal Marionette. Das heißt, dass sich danach eben nichts ändert, sondern es nur so eine Art ähm, Spiegel der Marionette gibt. Ich hoffe, das ist nicht jetzt zu abstrakt und zu Mhm. blöd, irgendwie zu kompliziert, aber das ist eigentlich, dass man dann hinter erkennt, da ist so
ein Spiegel, der spiegelt jetzt diese Marionette wieder, aber es gab niemals jemanden, der hier eingegriffen hat. Also Mhm. ändert sich auch dein Charakter nicht danach. Also, ne, oder ist das zu habe ich schon zu lange in dieser Szene habe ich schon so viel rumphilosophiert, ne? Hab ich den Eindruck. Aber habe ich mich irgendwie, ich meine, es ist ja schwierig, sich auf dem Gebiet auszudrücken, ne? Ja, ja. Also, Ja, ich meine, weißt du, was ich meine? Also das eine wäre nochmal, ich will mal sagen, das eine wäre eine Form, so eine Form, das Ego als Form. Und solange ich ähm, in diesem Ego drinstecke, handle ich auch irgendwie egoistischer und möchte mhm. Dinge erreichen, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Interview und dem Channel oder so etwas. Und danach wäre das dann so, dass man dann alles entspannter sieht und sich nicht mehr so viel Mhm. plant oder so. Mhm. Oder eben nicht. Ja, ja, ja. Ja, es ist beides irgendwie. Mir hat, Ja. was für mich nicht ganz stimmig war, war das quasi auf der einen Seite der Beobachter und auf dem Hm. anderen diese Spiegelerfahrung. Auf eine Art ist beides. Ich meine, für mich ist es, wenn ich vom Ich rede, Hm. ist es noch mal was ganz anderes. Ja, ja. Und, zwar, was sich aber nicht definieren lässt, was aber die meisten Leute definieren Ja, ja. sozusagen, nämlich ein Ich-Gefühl. Ja, ja, ja. Das Gefühl, dass ich hier bin, so 'n Präsenzgefühl. Das ist doch das Spannendste von allen, finde ich, ne? Genau. Ja. Und das andere wäre tatsächlich einfach der scheinbare Charakter. Und für die Ja, meisten Leute ja. hängt es zusammen. Also, die meisten Leute würden das auch das Ego nennen. Da gibt So, schön wär's, mir macht das Spaß gerade, das zu differenzieren hier an der Stelle. Ähm, also, das ist wirklich schön, dass wir da nochmal ein Ding reinbekommen. Das hatte ich auch bei meinem ersten Interview mit Wojtek Gorecki. Er ja, hatte auch davon gesprochen, dass es ein, schon einen ersten Shift geben kann. Was heißt einen ersten Shift? Es gibt einen Shift in ein Zeugenbewusstsein. Das ist das, was die schon weniger erleben oder nicht sehr alltäglich ist, dass man das Ding hier plötzlich handeln sieht, aber die Wahrnehmung noch da ist von. genau. Und für mich wäre quasi das Ich wäre einzig und allein die Wahrnehmung. Also, das, was wahrnimmt, Ja, das heißt, ist das Ego. du hast schon ein abstrakteres Ich konzipiert. Wenn du in deinen Talks über Ich oder Ego redest, dann, so verstehe ich das auch, dann sprichst du schon von diesem abstrakteren Ich. Also nicht der Person, nicht der Persönlichkeit Alex Ippen oder Genau, Andreas Müller, genau. sondern, Nur, ja, sondern nur einfach schon die Wahrnehmung davon. genau, das ist die und ich würde sagen, das ist die einzige Illusion. Das ist so, das ist Hardcore. Das Das ja. ist, das ist Hardcore. Ja, weil ich meine, klar, das ist ja im klassischen Advaita Vedanta oder sowas, geht man ja diesen Schritt zurück, zumindest konzeptuell, dass man sagt, Ja, okay, aber das das ist hier der Alex, der hat einen bestimmten Charakter, der hat Formen und ja, Farben. aber das Und dann gehen wir zurück in etwas, dieser Alex wird ja schon wahrgenommen. Ich möchte dir dazu sagen, ich hatte Momente, also nicht so viele, aber dann schaute ich plötzlich, habe ich das Gefühl, ich könnte das Ding da mir angucken. ja. Bisschen, ne? Das war so ein intimes, seltsames so: „Huch, hä? Alex? So, was ist das denn da jetzt? Wieso kann ich das jetzt betrachten oder wer ist denn jetzt dieser Betrachter?“ Und wäre ja das Ich, von dem du dann erst redest, das Ego, Genau. was die Illusion dann wiederum ist. Genau, das ist eigentlich genau, genau. Wow. Und das andere wären im Prinzip nur, wie viel oder wie wenig Abstand man zu sich selber hat. Da ist eher das Gefühl das könnte dann das Gefühl sein von: „Ich bin völlig, verloren in der Welt, weil ich Ja. glaube, ich bin das alles.“ Und Mhm. dann kann es so 'n bisschen Abstand geben, wo man das mehr betrachtet. Ja, Ähm ja, ja, ja. Und das fühlt sich doch besser an schon. Ne, würde ich nicht Nicht? sagen. Ne, ich glaube, das fühlt sich kurz mal besser an, Oh. so lang, bis es langweilig wird, weil man möchte natürlich, weil man Das ist möchte toll. seinem Leben auch nicht nur zuschauen. Also, Ja, toller das Punkt. bringt zwar 'n Gefühl von Freiheit und Entspannung Mhm. mit sich für 'ne Weile. Ja, ist Die wie 'n Sache ist Urlaub.
genau, es ist auf eine Art wie ein Urlaub, Hm. aber man bleibt ja auch nicht dort wirklich. Ja, 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 Man ja. geht ja doch wieder zurück, was in Spiritualität als Fehler gewertet wird. Ja, ja, Was genau. ich aber sage, das ist unvermeidlich, weil diese Zuschauerposition genauso unerfüllend ist, wie Hm. sich quasi in der Welt zu verlieren. Da verliert sich gar nichts Ja, in ja, der klar. Welt, aber Ja, genau. Ähm, und schön. zwar aus dem Grund. Man möchte ja eigentlich nicht nur zuschauen. Das ist dann irgendwie doch auch ein bisschen wenig. Ja, mittendrin statt nur dabei, heißt es, ne? Also, So was, genau. Und auf ja, eine ja. Art ist das Ich immer nur dabei. Selbst wenn es drin ist, ist es nur dabei. Es ist nie mittendrin, ne? Genau, es ist eben nie alles. Es löst sich eben nie wirklich auf. Außer Also, es löst sich halt aber es wirklich löst auf. sich doch auf. Aber dann bleibt niemand übrig. Dann ist keine Erfahrung mehr. Ja. In einem deiner Talks hörte ich dich über Meister Eckhart Ja. sprechen, über den du ja auch das Buch da geschrieben hast. Ich bin da sehr neugierig drauf. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber Mhm. kommt noch. Ähm, und da habe ich mir dieses Video angeschaut, weil es ging über die Armut, über die innere Armut. Ja. Das ist ein Video, was ich mir dazu angeschaut habe. Das hat mich sehr angesprochen. Das klingt sehr, auch, wie soll man sagen, entspannend und mystisch. Das ist auch schön vorgetragen von diesem Sprecher. Ähm, und dort spricht er über also die innere Armut. Selig sind die Armen im Geiste, wäre auch so ein Zitat, was man damit in Verbindung bringen könnte. Ähm, und also selig ist der nichts weiß, nichts will und nichts hat. Und er sagt dort, nur wenige werden, als er diese Rede hielt, diese Botschaft verstehen. Ja. Das ist aber für dich schon wieder. Naja, Ja, na, ich würde sagen, es ist einfach so. es ist einfach so, Das ne? tatsächlich Ja, nicht, weil es so sein muss, aber es ist so, dass tatsächlich relativ wenig Leute damit in Resonanz gehen. ja, ja, ja. Zurzeit ist einfach Ja, so. sich auch nur dafür interessieren, so, ne? Genau, Ja, genau, genau. Wo du vorher gesagt hast, wo ich gemeint habe, der Wahrnehmende ist die Illusion. der war. Da hast du ja auch schon gemeint, ja, das ist ja total radikal oder wow Ja, oder ja, ja, ich finde das wirklich radikal, ne? so. Weil wenn wir Ich dann, empfinde es nicht als radikal, das ist ganz normal. aber das meine ich. Wie viele Leute gehen da überhaupt Ja, interessenmäßig? Ich meine, da ist niemand, der das wählen könnte, aber es hm. scheinen dann eben doch recht wenige zu Ja, sein. ja, das ist ja, ja, Genau. Und zu Meister Eckhart, also ich ja. bin jetzt kein wirklich tiefer Meister Eckhart-Kenner und Verehrer und Fan und so. Es gibt ja tatsächlich, es gibt aber wirklich ein paar Ja, Texte, die aus meiner Sicht beeindruckend sind. Und dieses von ja. der wahren Armut oder irgendwie sowas, das ist wirklich sehr cool. Das ist ein sehr Weil schöner Text, ne? Auch berührend so. Ja, genau, weil er am Schluss eigentlich auch das Gewahrsein auch auflöst. noch erledigt. Er eben normalerweise in Spiritualität, sage ich mal, gibt es immer so eine Auftrennung von irgendwas, was nicht echt ist und irgendwas, Ja, was dann aber noch echt ist. ja, So, und am Schluss bleibt immer das Gewahrsein übrig. Da geht es eigentlich nie darüber hinaus sozusagen. hm. Und, er macht es eigentlich auch noch platt. Das ist eigentlich Ja, wirklich dieses Neti-Neti, was er macht in diesem Text, aber jemand, der wirklich bis zum Schluss geht. ja. Ich hatte da auch, also da gab es auch oder Karl Renz sprach dann von ich bin das, die Person. Dann ein Schritt zurück wäre ich bin. Dann bin ich schon nicht mehr eine konkrete Form, sondern es ist ein abstraktes Existenzgefühl, fast wie von einem Baby, vielleicht oder so, ne? Ne, Aber noch eigentlich nicht mal, ne? macht er das ist eigentlich der Wahrnehmende. Das ist der Wahrnehmende. Ja, ja, Das das wäre ist ich bin. eigentlich so 3 4 Jahre alt oder so. Ist das schön, das mal zu hören. Also ja, super. Weil du hast ja einen Sohn, ne? Ich habe ja auch eine Tochter und dann hat man das da ein bisschen miterlebt, weil ich vorher mich schon damit ein bisschen beschäftigt habe Mhm. und dann kann man das ein bisschen miterleben, was du ja auch mal wieder einbringst.
ich sehr schön finde. 3 bis 4, das ist gut, weil das ist das Alter, an das ich mich auch zurückerinnern kann. Ich habe Genau, da eine Erinnerung, beginnt die geht, eigentlich. ich kann mich gut erinnern, wie das auch so ein bisschen das Gefühl noch war mit 3 und so. Genau. Ne? Ja. Und davor wäre dann das reine Ich. Das wäre dann irgendwie, also sagt Karenz Licht oder reines Gewahrsein oder so etwas. Und dann geht's einen Schritt zurück, wo das alles wegfällt. Und dann sagt er vor dem. Mhm. Auch Paradies vor diesem, ne? Paradies. Also Mhm. okay, davor irgendwas, Ja. bevor man da eintritt. Und das ist für mich natürlich alles eine schöne, auf mein Ego wirkt das wie eine doch erfreuliche Landkarte für die Interessierten. Aber letztlich ahnt man schon, dass auch die Landkarte per se sich mal schön auflösen darf. Wahrscheinlich. Ne? Das wäre dann Paradies, genau. Wenn Das es wäre dann das keine, Paradies, wenn ich genau, den Quatsch loswerde. Ne? wenn es ganz konkret keine Landkarte mehr gibt. Ja, Ja. ja, verstehe. Und das ist das, wo wir bei Meister Eckhart in die Richtung gehen. Oder so, ne? Oder der hat ja, ne, das ist ja Ja, also ich hatte aus diesem Gefühl, in diesem Text das Gefühl, dass er tatsächlich ja, ja, davon berichtet, von weil er eben, demselben, wovon du sprichst. genau, weil da eben nichts mehr übrig bleibt. Ja. Ähm, genau, also jetzt fällt mir spontan etwas ein, aber ich versuche mal hier trotzdem bei Mhm. der Sache zu bleiben. Ähm, da gibt es diese schöne Doku From Zero to One, Ja. ne? Und da bist du zusammen zu sehen mit Tony Parsons, Jim Newman, Kenneth Madden, Mhm. glaube ich, die dort interviewt sind. Eine schöne Interview-Collage, ne? Hat er sich mit euch allen hingesetzt und hat das so schön zusammengeschnitten. Ähm, und ja, also das ist ja die würde ich jetzt natürlich, ich habe ja früher mit Buddha und sowas angefangen. Ähm, und da sieht man so eine Art, also wenn man dieses Curriculum von einem historischen Buddha, meine Güte, der 2500 Jahre zurückliegt und länger, ne, wo wir auch nicht mehr wissen, mit dem wir nicht mehr reden können und so, ne, das ist ja eigentlich dann nur bedingt spannend vielleicht. Aber dort zum Beispiel und auch in der Advaita-Tradition, ähm, also nehmen wir mal einfach Buddha als Curriculum, Mhm. dann hat er ja zunächst Übungen gepredigt, Mhm. die so klingen wie in der Advaita-Szene. Also du bist nicht da, Neti Neti, du bist nicht das und das und das, dass man das schon mal sehen kann, du bist nicht die Gefühle und so weiter. Ähm, aber dann hinterher hat sich das Blatt gewendet Ja, und Gott Buddha hat sei plötzlich Dank. alle damit schockiert, so scheint es mir, es gab nie einen Buddha, der irgendwas gesagt Ja, hat. So, oder? Der ja, Diamant Sutra oder so. Ne? Das ist so. Oder dann gibt es so ganz kryptische Dinge wie, das ist ein Berg, das ist kein Berg und deswegen ist es ein Berg oder so etwas, ne? Wo man sich denkt, hä? So Koans schon oder so, ne? ja, ja. Da habe ich den Eindruck halt, ich versuche das in meinem Channel auch irgendwie zu ordnen, weil ich möchte gerne ein Sammelbecken werden oder eine Anlaufstelle für diese Topics, ne? Ähm, ich habe das natürlich so erlebt, dass es ein Advaita gab als Lehre und dann ein Neo-Advaita. So. Und jetzt kommt mir das, und manche kritisieren ja ein bisschen diese Neo-Advaita-Schiene, indem man Ja. sagt, okay, die Neo-Advaitaner, so, natürlich, ähm, würden quasi die höchste Bewusstseinsstufe, die in diesen Lehren vorkommt, rausnehmen und den direkten Weg aufzeigen, beziehungsweise indem man einfach einen Hinweis gibt, es gibt keinen Weg. So, das wäre dann diese, wo ich denke, dass ähm, das war ja Teil der früheren Advaita-Lehren auch, wo man letztlich alle Lehren wieder revidiert hat oder so etwas auf der höchsten Ebene, aber die ja dann ähm, oder es wird so argumentiert, dass man versucht, auf niedrigeren Bewusstseinslevels Ja, anders zu kommunizieren, so, ne? ja. Aber das ist müßig. Naja, ich meine, die Sache ist also, äh, also ich fange mal an, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ja.
Ich sehe mich nicht als Teil einer Szene. Ja. Es gibt aus meiner Sicht keine Mhm. Advaita oder Neo-Advaita-Szene oder vielleicht gibt's die Szene mittlerweile, aber ich sehe mich nicht als Teil davon. Mhm. Wenn man diese Botschaft als Weg oder als Abkürzung begreift, Ja. quasi als einen sehr kurzen Weg, Mhm. dann hätte es aus meiner Sicht nichts damit zu tun, was hier wirklich gesagt wird. Ah, ja, ja. Ja. Und im Prinzip, natürlich ist schon der Hinweis darauf, aber scheinbar, dass die ganze Suche, egal in welchem Kontext, dass die ganze Suche in Bewusstseinsstufen Mhm. Teil einer Illusion ist, Ja, weil ja. das Bewusstsein selber, egal auf welcher Stufe es sich wähnt, ähm, einfach das ist die Illusion. Das hat einfach keine Substanz. Und dann bleibt im Prinzip nichts anderes übrig, als dass das komplett zusammenrasselt. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit eines Kompromisses mehr. Ne. Und zwar nicht aus 'nem Dogma raus, nicht, weil es nicht sein Ja, darf ja, oder verstehe. als falsch gesehen wird, Mhm. sondern wenn es ist genau das, wenn das Ich sagt oder wenn jemand sagt: „Du musst aber noch das erreichen“, Mhm. das selbst ist die Illusion. Dass man Fertig. ja, ja. Letztendlich egal, auf welcher Stufe das sich wähnt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, es ist tatsächlich Teil der Illusion, dass man diese Stufen alle durchlaufen muss. Mhm. Das würde ich sagen, nein, ist nicht der Fall. Mhm. Und gleichzeitig gibt's aber niemand, der abkürzen kann. Mhm. Das heißt, die Vorstellung von, man nimmt diese 'Ne Abkürzung. Botschaft als eine Art Abkürzung, Mhm. das ist natürlich wieder ein völliges Missverstehen dieser Botschaft, Ja, ja. die natürlich einfach darauf hinweist, dass dieses ganze Paket geträumt ist. Mhm. Ich weiß, es gibt in dieser scheinbaren Szene Mhm. Leute, die denken, das wäre ein sehr vereinfachter Weg. Ja, ja. Da kommen dann so Sätze vielleicht wie: „Du bist schon erleuchtet, du brauchst nicht zu meditieren, Mhm. du kannst so schon erleuchtet sein. Glaub's Mhm. einfach“, oder Ja, irgendwie ja, 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 so verstehe. was. Da So würde ich mit 'nem natürlich Anstupser, ne? So, ne? da würde ich natürlich Macht's sagen, das Klick. ist völliger Bullshit natürlich. Ja, ja. Niemand wird erleuchtet. Es gibt Mhm. keinen Weg. Mhm. Denn ich sage ja nicht mal, auch da gibt's wahrscheinlich, ich bin gleich fertig. Auch Ja, da ja. gibt's wahrscheinlich ein jahrtausendealter Streit. Gibt's einen Weg zum Erwachen oder Mhm. nicht? Mhm. Und was hier gesagt wird, ist, diese ganze Idee von Erwachen ist schon Teil des Traums. Es ist völlig irrelevant, ob's 'n Weg jetzt gibt oder ob's keinen Weg gibt. Dieses ganze Narrativ ist Mhm. geträumt. Und Traum ist da 'ne sehr starke eingängige Metapher, die viele verstehen können, weil wenn man aus einem Traum erwacht, war was auch immer der Trauminhalt ist obsolet, ne? Genau, so könnte man sagen, genau. Ja. Ja, absolut. Ja. Abs Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich also, ich nenne mal also Christian Meyer und Rupert Spira. Das sind so, jetzt ich muss sagen, warum ich das tue, ne? Weil als Psychotherapeut so, das ist ja mein Ding und ich habe damit immer das war mein Struggle immer gewesen, dass ich mich sehr für Non-Dualität begeistert habe, aber auch gleichzeitig irgendwie, durch diese Psychotherapeuten-Ausbildung, kommen musste. Und das waren für mich früher sehr krasse Gegensätze, jetzt eher wieder weniger. Jetzt wird das irgendwie verschmilzt, das alles ein bisschen zu einem organischen Ganzen und so, ne? Und da ich das Gefühl habe auch, dass alles, was ich von der Non-Dualität mitbekommen habe an Energien, eigentlich so mir sehr helfen bei der Tätigkeit eher, ne, als behindern. Ähm, aber das ist natürlich individuell wahrscheinlich dann verschieden in diesem Traum. Und dann gibt es jedenfalls Rupert Spira und Christian Meyer, die jetzt beide also sagen wir mal, Christian Meyer, der bietet ja Seminare für Erwachte an. Ähm, so, ne? Und Ja, äh,
Da gibt es auch, Rupert Spira vertrat diese Idee, dass man also, dass es gar nicht so schlecht ist oder für das Ego nicht so schlecht läuft, wenn man zuerst erwacht, bevor die Traumen geheilt sind. Weißt Mhm. du, das klingt alles nach Trauminhalt dann vielleicht, ne? Und dann, dass man erst erwacht und anschließend dann die Traumen sich heilen können. Manche müssten dann quasi erst danach ihre Traumen bearbeiten. Mhm. Und andere, die wären vorher schon reif dafür, Mhm. quasi. Das klingt so wie nach deiner Biografie, wo das soft laufen kann und nicht irgendwie so, wo man erwacht und dann erstmal aus allen Wolken fällt und das nicht einordnen kann. So, ne? Das interessiert mich jetzt als Psychotherapeut natürlich, wenn ich mal solche Patienten hätte, ne, da also eine, die interessiert sich halt zum Beispiel für diesen Bereich, dass man dann guckt, ist das, also die, vielleicht nochmal, sorry, dass ich das ne, das ist ja natürlich ein komplexes Ja. Feld. Ja. Ähm, Anders gesagt, kann man das selber nochmal von der anderen Seite formulieren. Gibt es so etwas deiner Meinung nach wie ein Ego, das so etwas nicht so verträgt und dann irgendwie die Sicherungen rausfliegen fliegen und man eher in der Psychose landet als ja. Also, ähm, nee, aus meiner Sicht nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, Mein Eindruck ist, also alles ist ja, möglich, ja, ne? ja. Mein Eindruck ist, dass es mit dieser Botschaft Hm. eigentlich nicht vorkommt. Ich erlebe es einfach nicht. Ja, ja. Während ich das in 'nem spirituellen oder in 'nem persönlichen Kontext tatsächlich öfter erlebt habe, dass Leute in Anführungszeichen, durchgedreht sind. Ja, Aber das meiste sind eben auch persönliche Veranstaltungen für jemand. Und verstehe. natürlich, wenn es darum geht, dass jemand erwacht werden kann oder dass jemand, zu Gott werden kann, ich meine, da wird ja dauernd mit diesen Konzepten gespielt auch. Hm. Erkenne deine Göttlichkeit, du bist der Schöpfer von allem oder was auch immer. Hm. Ich glaube, ein Ich kann darüber verrückt werden, gepaart mit natürlich ganz vielen tollen und tiefen Einsichten Erlebnissen, die man so oder hat, Erlebnissen. Einsichten, Ja, Erlebnisse, ja, ähm, dass man darauf abdrehen kann, das glaube ich. ja. Das Spannende mit dieser Botschaft ist zumindest mein Eindruck, Hm. ist beides, dass es natürlich betont, dass alles stimmig und ganz und total ist, Hm. aber gleichzeitig sehr nüchtern und unpersönlich. Hm. Also, mein Eindruck ist tatsächlich nicht, dass es und wie gesagt, ich kann da nicht für andere sprechen. Ich spreche da nicht für 'ne Szene oder so. Mir geht's auch nicht um Leute, die diese Worte wiederholen können. Ähm, Verstehe. Da spreche ich wirklich für mich und vielleicht noch 2, 3 andere, die ich persönlich kenne. Ah Da ja. sehe ich das nicht, dass, Leute in Psychosen und so was Ja. abdrehen. Auch wenn die Botschaft natürlich eigentlich für das Ich-Erleben viel, viel konfrontativer ist. Mhm. Aber die Spannung ist weil das Spannende für mich ist, dass es doch sehr gut verdaut wird in der Regel. Ja, ich kann mir vorstellen, weil es sehr minimalistisch ist, weil es nicht mit bekloppten und verrückten weiteren Geschichten versorgt, so, ne, sondern Ich glaube, weil die Person gar nicht angesprochen wird ja, und energetisch keine Hoffnung gegeben wird ja, auf diese Erleuchtung, dass ich erleuchtet werden könnte. ja, Weil das ist Wahn. Im Prinzip ist diese Vorstellung, dass ich 'n erleuchtetes Ich sein kann, das ist eigentlich Wahn oder Größenwahn. da kann man auch an der Stelle gerne Lao Tse zitieren: „Rennen und Jagen macht die Herzen verwirrt." Das ist das, wenn man da irgendwas hinterherjagt, dann ist das wahrscheinlich eher das, was in eine Verrücktheit führen würde, als wenn man entspannt. Also, und da fällt mir auch ein, Richard Sylvester, der auch sagte,
wenn er einen Tipp geben könnte, so in verschiedenen Videos, also er sagt das immer so, ja, okay, wenn man jetzt einen Tipp geben Ja, könnte, ja, ne, das ist wichtig, glaube ich, dieser Part, wenn man es könnte, dann ja, wäre das, entspann dich, ne, relax, es geht so, um ne. nichts. Ich meine, ich würde mich zu so einer Aussage nie hinreißen lassen. Du musst das gar nicht, da sieht man schon feine Unterschiede wieder, ne? Ja, Ja, gut, das ist nicht dein Style. nee, ich meine, die Gefahr, Ja. der Versuch, entspannt zu sein, ist Oh ja, neuerdings. ja, ja, ich verstehe. Diese Verlockung ist eher blöd dann wieder. Nee, Ja, es wird sie sagen, ja. aber mein Gott. Ich, hab- ich, Klar, es geht um nichts, klar. hm. Dadurch finde ich auch, dass du so ein Fels in der Brandung dann auch für Leute bist. Vielleicht ein freischwebender Fels, ne? Oder so, ne? Der Aber Fels ist gar nicht so substanziell, wie es. ja, Ja, genau. Und dann haben wir, ach so, das andere war ja noch diese schöne Geschichte, wo, ich glaube, er hat auch ein Buch, hat auch Richard Sylvester geschrieben, I Hope You Die Soon, wo er sich an Tony Parsons gewandt hat und er habe ihn umarmt und habe gesagt, I hope you die soon, ne? ja, So, ne? Das, ja, das ist also, das würde ja zeigen eigentlich, dass man das Ganze nicht steuern kann, ne? absolut. So eine Oh, Aussage, ja. es gibt da Ja, über. das ist Es ganz, ist alles ja. völlig unkontrolliert. Niemand macht irgendwas. Ja. Absolut. Hier fällt mir auch ein, der, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es gibt diesen Patienten, der Fall HM. Das war jemand, der hatte, aufgrund der Epilepsie gab es eine Temporallappenlobotomie, haben die entfernt, ja, um den Kerl von diesen epileptischen Geschichten zu befreien. Und Von was haben Sie ihn denn mitbefreit? ja, dann haben sie ihn auch befreit von dem Gedächtnis. Das heißt also, der lebte dann in einem 20 Sekunden Timeframe. So ein interessanten Bericht auch auf YouTube, den man vielleicht auch verlinken könnte. Man sieht ein bisschen also man kann sehen, wie er vorher drauf war und später drauf ist. Und ja, also der war in diesem 20 Sekunden Zeitframe, ich glaube, er hatte alles noch gespeichert aus dem früheren Leben, Mhm. aber ist in die Gegenwart geworfen, weil er vom Moment zu Moment hat er immer wieder gesagt, ich wache jetzt gerade auf. Manchmal hat er versucht, sich zu notieren, was gerade los ist und hat das dann sofort wieder später vergessen. Also lebt in der Gegenwart und hat also die Biografie war zwar noch erhalten, aber die Zeit ist verschwunden quasi, ne? Und dann kann man sagen, also nach 20 Jahren, seit der letzten Erinnerung ist für ihn wie eine Sekunde dann. Er wirkt früher sehr aufgeregt und sehr festhalten und klammern und den Versuch unternehmend, irgendwie wieder eine Person aus sich zu machen. Mhm. Später wirkt er sehr entspannt in diesen Interviews. Dann wirkt er sehr, als ob der sehr irgendwas, diese Energie, Frieden damit gemacht hat, ähm, außergewöhnlich entspannt, interessanterweise. Ähm, ja, also hat das irgendwie einen Bezug? Kann man das irgendwie vergleichen oder so? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee, nee, nee. Also, dass die Zeit dann verschwindet, dachte ich ein bisschen, ne? Wenn man in die Gegenwart geworfen ist. Ja, ich würde es eben gar nicht so sagen, dass die Zeit verschwindet, sondern wie du sagst, es gibt dann halt eher die Gegenwart. Es ist Mhm. vielleicht eine völlig andere Art des Zeiterlebens. Ja, Ähm, das ist spannend, das interessiert. Das ist halt sehr sexy, ne? Dieses mit wie ist denn das Zeitempfinden da, ne? aber für mich hört sich, aber gut, ich habe jetzt die Ja. Worte, die du sagst, für mich hört es sich jetzt nicht so an, wie es gibt kein Zeitempfinden an sich. Es hat sich nur sehr stark verändert. Mhm. So wie aus den Worten, die ich jetzt. Ja, ja. Und bei dir ist es so, ähm, ich stelle mir das so vor, das ist ja natürlich diese Imaging, was man meint, da unternimmt, dass ähm, dass für dich zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, was vor 5 Minuten war Hm, und was vor 5 Jahren war, ist für dich gleichrangig. Also macht für dich keinen
keinen spürbaren Unterschied oder eben doch? Oder würdest du auch sagen, doch, das vor 5 Minuten war, ist irgendwie noch frischer als das, was vor Es 5 Jahren war? es ist völlig unmöglich, da, 'ne Aussage drüber zu treffen. Das ist wirklich da gibt's eigentlich überhaupt keine Verarbeitung von Zeit. Das ist noch mal das ist noch mal ganz anders Es jetzt in ist diesem Fall, ne? sozusagen und es gibt eigentlich das beginnt eigentlich damit, dass es keine Verarbeitung von jetzt gibt. Das ist eigentlich ja. Ja, das ist so, das ist fast so, das hat was von Karneval, ne? Es gibt oder so, ne? Absolut, ja, ja, klar. Ja. Ja, ja, das ist, Genau. ich meine, klar, man kann den, genau, und dann hat man so vielleicht so ein Taste, also das ist ja das, was mich zu dir zieht, dieser wunderbare Geschmack, dass man da auch, ach, an stressigen Tagen, da schaltet man so ein Video ein und je nachdem, ne, da kann man auch ordentlich mal wieder abschalten, einfach, und da hat man auch nicht das Gefühl, dass man da noch was tun muss oder so, ne, sondern kann sich einfach berieseln lassen von dieser Energie, Genau. quasi, ne? Und ja, was meinte ich gerade? Ach so, Glimpses, genau. Glimpses, Einheitserfahrungen, der Geschmack. Eben am Anfang des Interviews sprachen wir von, äh, was haben wir, von Lücken, ne? Ja, Von Gaps ja. oder sowas, die du auch hattest und so. Ist, ist das so wie ich träume und mache kurz mein Auge auf und sehe kurz ein bisschen und dann schlafe ich wieder ein? Oder würdest du wirklich sagen, meine Güte, das ist noch total Inhalt des Traums und ist eigentlich, es ist noch Ja, da nicht mal gibt's Geschmack alle davon. möglichen Varianten. Da gibt's keine klare Aussage darüber. Das Ah, kann ja, man nicht sagen. Da gibt's ja, wirklich alles Mögliche. ja, ja, Ähm, ja, Ich würde nur das Bild 'n kleines bisschen umdrehen, was auch 'n Bild ist. Aber so wird's normalerweise gesehen, wie du sagst, ja, man sieht was ja. und dann geht wieder was zu. Und auf 'ne Art könnte man das auch so beschreiben, das stimmt schon. Mhm. Ich würde es vom Bild her 'n bisschen anders beschreiben, nämlich dass es sein kann, dass eigentlich zack, wie aus dem Nichts das Ich-Erleben weg ist Mhm. und dann wieder zurückkommt. Mhm. Dann fühlt man sich einfach wieder wie jemand und lebt weiter. Vielleicht mit dieser energetischen Öffnung, das kann passieren. Mhm. Ich meine, man könnte sagen, wenn da wirklich niemand ist für 'n Moment, das Ich kriegt da wie so 'ne Ohrfeige. Mhm. Ah, ja, ja, ja. Es ist schon, also wird ja auch von vielen, auch von dir im Rückblick vielleicht doch erlebt, als doch so ein Glimpse oder ein Einblick oder ein kurzer, ne? Klar, es kann schon sein, dass da energetisch, sage ich mal, die Stabilität von diesem Ich-Erleben erschüttert wird, Ja, ja, ja. ne? Und dass danach das Leben scheinbar anders weitergeht. Mhm. Kann aber alle Richtungen annehmen. Für manche wird's entspannter, für manche beginnt die Suche dann erst. Ja, 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 ja. Ich kenne einige Leute, die so 'n Glimpse hatten, ohne überhaupt spirituell gewesen zu sein vorher. Die haut es dann manchmal ganz schön Mhm. aus der Bahn oder da erwacht dann so 'n Interesse von: „Wow, was war denn das?“ What the heck? What? Genau, absolut. Ja, also bei mir ist das jetzt so gewesen, ich hatte früher so viel Zen-Bücher mir reingepfeffert, dass ich hinterher durch war irgendwie und konnte nur noch im Wald rumtaumeln und war wie blöd, ne? Und dann habe ich gemerkt, das war ja eigentlich nur so ein hektisches, ungeduldiges, ne, Geklammere an Sachen. Und das war ironischerweise dann eher schon cool, dass man sagen kann, okay, jetzt lässt man den ganzen Quatsch mal beiseite, ne? Und dann geht's einem wieder gut oder so, ne? Und Wenn aber man wenn man mal die Selbsthilfe hinter sich hat, dann wenn man wird's die Selbsthilfe mal hinter sich hat. Ne, das ist das. Ja klar, wenn man sich dem Leben wieder überlässt, so würde man am so 'n ehesten bisschen, verstehen. Ne? genau. Ja, 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 verstehe ich. Dann Ja, man vertraut dann irgendwie, ne? Oder weil einem nichts anderes übrig bleibt ja auch, ne? Weil genau. man Was hat gemerkt, nirgendwo hingeführt hat. es hat nirgendwo hingeführt, in so Ja, eine ja. üble Sackgasse, ne? Und was ich dann hatte, ist bei mir, ich sage immer das Märchen wie bei Sterntaler vielleicht ein bisschen, aber es ist vielleicht über. Aber was ich dann habe, ist, oder so, was bei mir schön ist ganz interessant, dass so in Momenten der, ja, Meditation oder so, wenn ich das so habe,
dass dann auch einfach so Kindheitserinnerungen aufploppen, wo ich mich daran erinnere, ich war da irgendwo gelangweilt bei meiner Tante, ich durfte nicht spielen, hänge da irgendwie auf dem Teppich rum und zeichne da vielleicht Formen rein. Und was für ein Paradies, aber ich wusste nichts davon. So, ne? Das war so langweilig im Sinne von Langeweile. Das kennen die Kids ja heute gar nicht mehr. Mit dem Handy ist man ja ständig irgendwie beschäftigt und so, leider, ne? Äh, aber so, ne? Das Ja, ist das. wobei das schon spannend ist, weil das schon, sorry, wenn ich das Ja, ja, nee, klar, bitte. sage, das finde ich spannend, weil das schon wie so eine kleine Romantisierung Ja, dieses okay, unschuldigen Ich-Zustands ist. verstehe, verstehe. Weil, wie du sagst, du sagst es jetzt so in der Rückschau, wie Ja, paradiesisch das eigentlich war, ja, im Vergleich zu heute, jetzt in Anführungszeichen, wie das so ist als Erwachsener mit diesen ganzen ja, ja, Problemen, ja, die man mit diesen so ganzen hat. Scheißproblemen. Ja, Das Witzige, was ich spannend fand, dass es in dem Moment selber ja. aber doch als unstimmig erlebt wurde. In dem Moment selber war es eben nicht paradiesisch, sondern da war es, wie So. hier ist es langweilig. Ich verstehe. Ja, ja, Und das ist, und in ja, Relation ja, zum Jetzt wirkt es paradiesisch, aber in dem ja, Moment war es das nicht. sehr schön, das stimmt. Also, was du sicher raushörst, ist, das ist nicht nur einfach so eine Erinnerung, eine abstrakte, wie in so einem Fotoalbum, wo man keinen Zugriff mehr Ne, hat, sondern ne, ich habe mich jetzt plötzlich so gefühlt. Ich dachte, wow, toll, wie, genau, als wäre ich mit einer Zeitmaschine dahin gefahren. genau, Aber klar, das wirkt im Kontrast zu dem Erwachsenen. Das ist schon was, da vergleicht das Ego und genau. das ist besser als das Genau. andere. So, ne? Und es war damals in Anführungszeichen eigentlich schon 'ne Erfahrung, Ja, von ja, jemand, ja, ja. die Äh, unmittelbar als nicht ganz genügend erlebt wurde. hm. Selbst in Sehr dieser schön. Unschuld. Selbst in dieser kleinen Unschuld. Und ich weiß, was du meinst natürlich. Ja. Dieses gelangweilt im Teppich rumstochern, das hat so was Feines und Ja, Friedliches und ja, das war Unschuldiges. so nice, also im Vergleich zu vielem, ne? Ja, ja, und trotzdem im Prinzip fand da schon you got the point. Toll. Aber schön, ne? Das Ja, Ego, ja, da konnte, ja, Hammer. das ist Da ja wie so ein wir sind dann ja wie Archäologen, die dann irgendwo nachgraben und finden irgendwelche Funde aus der Vergangenheit, sagen, da hat das Ego schon gewütet, es wollte lieber auf dem Spielplatz eigentlich, als da. gut, es ist 'ne Geschichte Ja, ja, natürlich, ja, ja. aber ja, Ja, super. Ja, gut. Ich würde sagen, dann ich will das auch nicht die Zuhörer überfrachten oder so, ne? ja, Würde mich aber sehr freuen, wenn wir nochmal vielleicht ein weiteres, eine Fortsetzung oder sowas eines ja, gerne. Tages hinbekommen, ne? Ähm, Ja. und möchtest du noch ein Schlusswort? Oder, oder ja. Ansonsten wollte ich nur hinweisen, ich glaube, 17.11. hast du in Stuttgart, ne? Ein Oneness Talk. Genau, Ich gesehen auf das der Webseite. Das ist ja. ja, das war gestern. Ich denke, ach, das war's. Aber Hello, danke. good morning, Alex. Das war eine super Ankündigung, herrlich. Aber da daher Ja, ja, das ist schon sowieso alles verpeilt. zeitlos ist. Ja, und dann gibt es demnächst, glaube ich, ein Online auf Deutsch. Ne? Genau. Und dann, ja, genau. Und dann in Österreich, glaube ich, in Wien. Genau, Ne? in Wien. Anfang Dezember bin ich in Wien Ah, und ja, ich ja, bin ganz viel unterwegs das erste ja, ja, ja. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras al ritmo de una